der Youth League hat man immer eine gewisse Grundspannung, weil man sich zeigen möchte, wenn man gegen die besten Gegner spielt. Und ich glaube, man braucht da keine gewissen Besonderheiten, um dort Spannung aufzubauen, sondern in der Youth League, wir sind alles Fußballer, wir wollen jedes Spiel gewinnen und dazu zählt auch das von heute. Wir sind alles Wettkämpfertypen, die Trainer, die Spieler, wir freuen uns genau auf solche Wettkämpfe und egal wie gut der Gegner ist, da haben wir einfach eine riesen Lust drauf. Und am Ende ist es auch eine Dankbarkeit, dass wir hier bei RB Leipzig in der Situation sein können, durch unsere Profis, dass wir das überhaupt erleben dürfen. Weil das ist, glaube ich, alles andere als selbstverständlich. Weder für Spieler noch für Trainer. Von daher, ja, riesige Vorfreude. Okay, Männer, sehr gut. Kleine Stabi-Sprünge, Standwaage. Wir drehen uns dabei. Spannung im ganzen Körper, nicht nur in den Beinen. Rücken schön angespannt. Dann geht es in die Aktivierung. Das heißt, vor allem geht es natürlich um körperliche Vorbereitung der Spieler auf das Spiel. Aber was vielleicht fast noch wichtiger manchmal ist auch das Hochfahren, das Helfen beim Hochfahren der Spieler, den Kopf vorbereiten. Das heißt, einstimmen, ob das eine gute, aktivierende, aggressive Musik manchmal ist oder ob das die Art und Weise ist, wie ich Dinge anleite. Ich glaube, das ist manchmal fast noch wichtiger, weil die Jungs am Spieltag selber sehr, sehr professionell sind. Und schnell wieder hochkommen. Dann jetzt wieder Zeit für eure individuellen Themen. Gut gemacht. Die englischen Wochen sind für mich so mit das Spannendste an der ganzen Arbeit. Alle 3 Tage, alle 4 Tage zu spielen, bedeutet natürlich, jedem Spieler auch das zu geben, was er vielleicht gerade braucht. Die einen, die spielen vielleicht gerade sehr viel und brauchen dann eher Regeneration. Die anderen spielen aktuell nicht so viel, sind vielleicht gar nicht im Kader, vielleicht mehrfach nicht im Kader. Die brauchen dann eine Ersatzleistung. Dann gibt es Spieler, die vielleicht gerade aus einem Reha-Prozess wieder zurückkommen, denen vielleicht die Basis fehlt. Die brauchen dann nochmal ein gesondertes Training. Dann hast du Spieler, die vielleicht eher explosiv sind, die brauchen einen Ticken mehr Regeneration als andere. Und diese Gruppen vermischen sich dann auch noch. Das heißt, dieses Koordinieren, dieses für jeden einzelnen Spieler das Beste finden, das ist total spannend und schön und eine wundervolle Aufgabe und vielleicht das Spannendste an dem ganzen Job. Moin. So, Männer, wir haben 3 Partycrasher hier. Ja. Gute Laune ist angesagt, aber gute Laune haben wir nur, wenn wir gewinnen, ist klar. Ganz, ganz wichtig heute, und das wird ein Schlüssel sein, sind die Umschaltmomente. Wenn wir es schaffen, im Umschalten heute den Gegner so zu kontrollieren, dass wir im Gegenpressing da sind, dass wir gut organisiert sind und uns da die Bälle zurückerobern können relativ schnell, haben wir eine gute Möglichkeit, heute wieder zu 0 zu spielen. Und im Gegenzug, wenn wir umschalten nach Balleroberung, den ersten Blick tief haben hinter die letzte Linie des Gegners, die sehr, sehr extrem vorwärts verteidigen, die eine hohe Kette haben, wo wir schnelle Spieler heute vorne drin haben, die das nutzen können und diese Unordnung beim Gegner nutzen können. Und gerade die Jungs, die den Ball erobern, immer wieder die Tiefe sehen. Immer wieder erster Blick tief. Und dann haben wir heute große Chancen, Männer, dem weh zu tun und heute nochmal für einen Sieg zu sorgen. Okay, Männer. Wir starten heute wie folgt. Und haben dann noch ordentlich Dampf auf der Bank, um uns jederzeit verstärken zu können. Wir gehen rein, gestern im Stellen gemacht, Ball erobern. Nichts Neues, schieben hoch, Toni, wieder zweiter Stürmer. Das heißt, wenn sie es aus ihrem 4-2-1-3 machen mit 2 Sechsern, werden wir das auch in unserem gewohnten 4-1-3-2 verteidigen, plus auch die Möglichkeit im Spiel dann ins Vordecken zu kommen. Das heißt, Whitey mit hoch und Migo, Jamie organisieren, einer geht ins Vordecken. Zu guter Letzt noch eine Sache im hohen Ballbesitz, womit wir ihnen heute wehtun können. Gleiche Struktur wie immer. Situativ immer wieder ein Dreieraufbau möglich. Sie verteidigen meistens im 4-4-2, das heißt 2 Stürmer. Und dann, was Heidi eben schon angesprochen hat, sie haben eine sehr hohe Kette und sie verteidigen weit vor. Das heißt, hinter diesen vorverteidigenden Verteidigern immer wieder die Tiefe suchen. Habt einfach Bock darauf, heute euch nochmal mit diesen Spielern zu messen, mit diesem Verein zu messen. Ja, in diesem Wettbewerb einfach sich nochmal mit den besten Spielern messen zu können und sich zeigen zu können. Genießt das einfach, habt Spaß
und man hat immer Spaß, wenn man gute Leistung bringt, wenn man alles raushaut, wenn man alles auf den Platz lässt. Ja, viel Spaß dabei, Männer, und dann hauen wir so weg. Auf geht's. Okay, Männer, dann die Starter kommen gleich mit mir rüber. Lasst uns aufregeln. Schön groß machen. Auf die Zehenspitzen. Dann geht es ins Warm-up, den ersten Teil auf dem Platz, den übernehme ich auch meistens. Den letzten Teil auf dem Platz genauso, wo wir dann nochmal das letzte bisschen rauskitzeln, nochmal richtig Spannung aufbauen, Antritte. Und ja, dann die Spieltagsbegleitung mit Warm-up neben dem Spiel für diejenigen, die erst reinkommen. Die Jungs in der Halbzeit bzw. nach der Halbzeit nochmal warm machen, nochmal einstellen auf die zweite Halbzeit. Und dann, natürlich gehört auch das dazu, nach dem Spiel Spielersatzläufe oder das Spielersatztraining, je nachdem wie der Wochentag gerade ist, wo es dann darum geht, einfach die Jungs, die vielleicht gerade nicht so viel Spielzeit hatten, körperlich einfach auf das vorzubereiten, was in den nächsten Wochen vielleicht kommt. Dass alle ein gutes körperliches Niveau halten und nicht die einen dann sehr fit werden und die anderen eben nicht. Gut, sehr gut. Einmal noch steigern, Männer, sehr gut. Hinten raus, nehmen wir richtig Tempo auf. 3, 2, 1. Ja, wenn wir in der Youth League beispielsweise gegen ältere Spieler und ältere Teams spielen, dann ist das natürlich für uns erstmal ein super Moment, wo sich die Spieler entwickeln können. Es ist immer, wie ich es vorhin schon gesagt hatte, wir sind alles Wettkämpfer, wir uns mit den Besten messen. Und auch das ist ja wieder ein höheres Level, als das wir gerade haben, rein körperlich gesehen. Und dann ist das schon mal ein wunderbarer Entwicklungsmoment. Natürlich müssen wir versuchen, das vorzubereiten. Das versuchen wir im Training über unser Coaching. Also wenn ein Foul passiert, dann wird das nicht immer gepfiffen. Das Krafttraining ist natürlich dann auch ein elementarer Teil, um die Jungs vorzubereiten. Okay, Männer, wir machen es kurz. Genießt das nochmal. Genießt das heute nochmal. Mit diesem Ambiente da draußen, mit diesem tollen Platz, mit diesem Stadion, mit den Leuten von euch draußen. Zeigt euch. Zeigt, dass ihr gut genug seid. Zeigt, dass ihr gut genug seid für unseren zweiten Heimsieg hier in der Youth League. Ich habe es euch vorhin gesagt, Männer. Einige, das letzte Mal heute, Youth League, die Möglichkeit, sich zu zeigen auf dem Niveau. Genießt das. Aber zum Genießen, Männer, gehört auch alles reinsauen, was man hat. Mit allem, was dazugehört. Was wir gelernt haben, die letzten Spiele, seid clever, ja, verteidigt die Bälle hinten, rigoros, One-Touch, vorne die ersten Torchancen nutzen, Bälle vorne rein, immer wieder vorne rein, erster Pfosten, zweiter Pfosten, Rückraum, Männer. Habt Spaß, genießt das und haut die zusammen weg. Auf Ich glaube, wir sind es jetzt auch schon gewöhnt, gegen Ältere zu spielen und deswegen würde ich es jetzt auch nicht mehr als Ausrede gelten lassen, dass wir gegen Ältere spielen. Im Herrenbereich müssen wir uns auch gegen Ältere messen, vor allem für mich. Nächstes Jahr geht es in den Herrenbereich und da wollen wir das Alter einfach ignorieren und das Bestmögliche heute auf dem Platz zeigen. Wir sind ein Team und in meiner Position mit der Erfahrung, die ich auch schon gesammelt habe in den letzten Jahren, probiere ich natürlich das Beste dabei zu setzen. Ich glaube, es wird ein sehr körperliches Spiel. Sie werden sehr temporeich spielen. Wir kennen es aus England. Foul ist bei denen eher ein bisschen härter angesetzt. Und das wird auf uns heute zukommen.
Ja, wir haben in der Kabine noch mal 3 Szenen gezeigt auf der Videowand, haben gesagt, dass wir es bisher sehr gut machen, haben direkt auch eine Lösung gehabt für deren lange Bälle und sind sehr, sehr gut aus der Halbzeit rausgekommen. Nochmal alle wach gemacht, relativ früh auch wieder rausgeschickt und heute uns dann wirklich auch belohnt. Wir haben am Anfang ja schon ein Geschenk verteilt nach 5 Minuten, deswegen war das heute in der zweiten Halbzeit nicht mehr möglich. Die Jungs haben natürlich heute schon gefehlt, die heute Abend dann bei den Profis dabei sein dürfen. Haben wir schmerzlich vermisst. Aber das ist dann die Chance für andere Spieler, die dann gut trainiert haben, die jetzt auch in Inter Mailand schon dabei waren, gegen Cottbus in der Startelf waren, getroffen haben, wie Toni und heute wieder ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Er zieht mich, Mann! Hey! Okay, Männer, also wir haben uns um unseren verdienten Lohn gebracht und das kotzt mich an, muss ich ganz klar sagen. Wir machen so ein gutes Spiel, wir spielen so ein gutes Spiel und wir belohnen uns dafür nicht. Ich verteile sogar zum Schluss noch Geschenke, ohne Spaß. Ich sage sogar zu meinen Co-Trainern, wir bringen alle rein, aber wir kriegen es nicht geschissen, dann einfach dieses Spiel über die Zeit zu bringen. Aber das gehört auch dazu, zu der Wahrheit, dass eben jeder, der auf dem Platz ist, bis zum Ende seinen Scheißjob machen muss. Und das müssen wir mitnehmen. Und das müssen wir mitnehmen. Weil wie bitter ist das, dass wir denen jetzt sogar noch schenken, dass sie weiterkommen. Und dass dann auch Fehler passieren. Drauf geschissen. Wirklich, das dann auch drauf geschissen. Aber das, Männer, das muss jeder mitnehmen. Nur 80%, 70%, das reicht nicht. Das reicht einfach nicht. Und das ist das Schlimme, dass wir heute als Mannschaft dieses Spiel noch aus der Hand gegeben haben. Wir alle zusammen, die hier stehen, haben es noch aus der Hand gegeben. Und das wäre nicht nötig gewesen. Das wäre nicht nötig gewesen. Weil wir den Sack nicht zugemacht haben. Wir haben wirklich, wie du es gerade gesagt hast, 92 Minuten herausragend Fußball gespielt. Gegen eine starke Mannschaft. Die haben kein großes Mittel gefunden gegen unser Pressing. Es hat super funktioniert, den Plan, den wir uns hingelegt haben. Und führen auch ganz verdient 3-2 in der 92. Minute. Und dann sind Dinge passiert. Ja, wir laufen allein auf den Torwart zu und machen es nicht. Und im Gegenzug machen die aus einer Standard dann und Elfmeter dann 2 Tore und freuen sich heute natürlich. Ich habe jetzt noch gar nicht geschaut, aber für die ging es ja noch ums Weiterkommen. Und das ist einfach sehr, sehr bitter, muss ich ganz klar sagen. Fühlt sich nicht gut an.